Hallo Freunde der Werkstatt, ich habe diese Kamera zugeschickt bekommen, um zu testen. Eine Wärmebildkamera. Ich möchte gar nicht lange auf die technischen Details eingehen, sondern ich will euch zeigen, was ich mit solchen Kameras mache. Das ist die Thermalmaster Tor 001. Hat ein riesengroßes Display, eine super geile Auflösung, das Bild extrem flüssig. Und die kostet knapp 600 Euro. Die haben auch noch ein anderes Modell, das kostet 400 Euro. Der einzige Unterschied ist, die hat keine Makrolinse, aber das werdet ihr später noch schnell sehen. Sonst absolut identisch. Geliefert wird diese Wärmebildkamera in diesem Koffer. Es ist alles dabei. Wir haben das Gerät, dann haben wir ein USB-Kabel und das ist die Makrolinse. Mit dieser kann man richtig geile Aufnahmen auch von Platinen machen und so die kleinsten Fehler überhaupt sehen. Hier können wir die Schutzabdeckung öffnen. Unten haben wir eine normale Kamera, dann hier die Infrarotkamera. Dann haben wir noch ein Licht, das wir hinzuschalten können und einen Laserpointer. Dann haben wir hier ein Gewinde für die Stativaufnahme. Hier oben haben wir die Ladebuchse. Dann diese MicroSD 32 GB, die ist auch schon dabei. Auf dieser Karte könnt ihr Fotos und Videos speichern, die ihr mit dem Gerät machen könnt. Dazu müsst ihr einfach den Trigger einmal drücken, dann gibt's ein Foto und wenn ihr länger drauf drückt, dann gibt's ein Video. Eine Wärmebildkamera erspart mir im Alltag extrem viel Zeit. Seit ich eine habe, echt ein Muss, ich teste damit wirklich alles. Egal ob Batterien, Solarpanels, Elektroverteilungen, ich schaue nach Wärmebrücken im Haus, ich habe auch schon Wasserlecks gefunden mit der Wärmebildkamera. Du siehst die Probleme sofort, ohne irgendwelche aufwendige Messungen vornehmen zu müssen. Die beste Wärmebildkamera, die ich bisher hatte, war diese hier, die Unity. Die hat mir echt richtig gute Dienste erwiesen. Aber ich wollte eigentlich einen Vergleich noch machen zwischen diesen beiden Kameras. Jedoch, das ist komplett unfair, denn diese Kamera spielt in der professionellen Liga. Das wäre, als wenn ich Äpfel mit Birnen vergleichen würde. Denn hier, die ist viel flüssiger, die Konturen sind viel schärfer, sie erkennt kleinste Temperaturunterschiede und hat sonst noch diverse Einstellungen, die ich mit dieser Kamera nicht machen kann. Thermalmaster behauptet, dass sie gleich gut oder sogar besser ist wie 3000 Euro Geräte von Flier, Bosch oder Fluke. Das kann ich leider hier nicht testen, da ich keine solchen Geräte habe. Falls ihr solche Geräte habt und ihr einen Vergleich habt, bitte schreibt es in die Kommentare, das würde mich extrem interessieren. Aber auch wenn es nicht so sein sollte, ich bin von diesem Gerät begeistert, aber ich habe nur den Vergleich zu dieser und ich fand diese schon geil, aber komplett andere Liga. Letzte Woche hat mir ein Kunde rund 20 solcher Akkus gebracht. Die sind in Notstrombeleuchtungen verbaut und ich sollte prüfen, welche davon noch gut sind. Normalerweise ist das ein Riesenaufwand, alle Akkus zu laden, Kapazität testen, dann stehen lassen und beobachten, ob sie Spannung verlieren. Das dauert ewig. Ich mache das schon lange mit Wärmebildkameras. Ich habe einfach alle Akkus parallel angeschlossen und gleichzeitig geladen und mit der Wärmebildkamera siehst du sofort, welche auffällig sind. Die Akkus, die beim Laden wärmer werden als die anderen, die kannst du direkt aussortieren. Da stimmt fast immer irgendetwas nicht, schlechter Zustand, weniger Kapazität oder einfach am Ende ihrer Lebensdauer. Ich habe solche Tests schon unzählige Male gemacht und es war jedes Mal gleich. Die Akkus, die wärmer werden, sind auch später die schneller abbauen oder schlechter performen. Die Originalaufnahme kann ich euch leider nicht zeigen, ich habe vergessen zu filmen. Aber ich habe einen schwächeren Akku extra behalten und nicht entsorgt und hier mal einen gesunden und einen schlechten parallel ans Ladegerät angeschlossen. Und selbst jetzt sieht man es schon, einer sticht sofort heraus.
Die beiden hängen jetzt gerade mal seit 2 Minuten am Ladegerät. Da ist der Unterschied noch relativ klein, weil alle ungefähr auf Raumtemperatur sind. Aber nach etwa einer Stunde laden wird's dann richtig deutlich. Die guten Akkus liegen vielleicht 2-3 Grad über Raumtemperatur und die schlechten eher bei 5-6 Grad. Und genau solche Unterschiede macht eine gute Wärmebildkamera sofort sichtbar. Was auch richtig praktisch ist, ihr könnt einen Temperaturalarm einstellen, zum Beispiel ab 30 Grad, dann müsst ihr nicht ständig draufschauen, sondern bekommt sofort Bescheid, wenn etwas auffällig wird. Außerdem kann die Kamera automatisch alle paar Sekunden Bilder aufnehmen und speichern. Und mit der App und der PC-Software von Thermalmaster könnt ihr die Daten dann noch detailliert auswerten, inklusive Temperaturverläufen und Analysen. Wenn ihr euch mal ganz kleine Temperaturunterschiede anschauen wollt, dann könnt ihr auch hier im Temperaturskalenmodus die untere und die obere Temperatur anpassen. Und dann seht ihr mal, was da genau passiert, denn dann wird alles andere ausgeblendet und hier seht ihr schön, wie extrem ihr euch das darstellen könnt. Da seht ihr, wie das Teil leuchtet. Wenn ihr das so eingestellt habt, dann müsst ihr nachher die Superfine-Einstellung natürlich wieder einschalten. Auch defekte PV-Module erkennt ihr mit einer Wärmebildkamera einfach auf den ersten Blick. Das ist absolut genial. Auch Stecker der PV-Module oder von Wechselrichtern prüfe ich immer mit einer Wärmebildkamera. Da habe ich schon so viele defekte Stecker gesehen, die nicht richtig Kontakt gemacht haben. Ich sage, wenn man eine hat, man will sie nicht mehr hergeben. Jetzt möchte ich euch noch schnell den Unterschied zeigen, ob mit Makrolinse oder ohne. Ihr wisst ja, der Preisunterschied ist 200 €. Ich habe das mit der Kamera fotografiert, habe die Distanz aufs Minimum 0,5 Meter eingestellt. Und jetzt sieht das Ganze bei Infrarot so aus. Man findet so den Fehler auch, aber man sieht halt nicht sehr viel. Das ist ungefähr dieser Bereich hier, also der Hotspot ist auf der Unterseite dieser Platine, ungefähr hier. Das ist noch eine Aufnahme mit der iMix-Funktion. Das zeigt einem hier schön die Konturen. Da sind beide Kameras, Infrarot und die normale, übereinander gelagert. Da müsst ihr ein Update machen, zeige ich auch noch schnell, damit ihr das so richtig schön drauf bekommt. Und jetzt kommen wir zum Makroobjektiv. Das Ganze sieht nun so aus. Wir erkennen hier die Bauteile. Wir sind extrem nah dran. Also dieser Abschnitt hier zeigt jetzt nur diesen Bereich hier. Das ist schon ziemlich geil für Platinen, aber ich sage jetzt mal, ob das wirklich 200 € mehr wert ist, das muss man selber entscheiden. Jetzt mit dem Makroobjektiv seht ihr mal, wie das aussieht hier. Das ist absolut genial. Also ich filme jetzt hier nur ganz einen kleinen Bereich hier. Also jetzt wird nur dieser Bereich hier gefilmt. Das ist absolut genial. So, damit ihr im Bildmodus diesen iMix-Mode auch bekommt, müsst ihr ein Update machen, das zeige ich euch jetzt. Auf der Support-Seite von Thermalmaster geht ihr auf Download Apps. Dann seht ihr hier die letzte Firmware, die herunterladen. Dann zieht ihr diese Datei auf euren Desktop. Dann macht ihr einen neuen Ordner, Update sys, kopiert diese Datei hier rein. Dann steckt ihr eure Wärmebildkamera am PC ein und zieht nun diesen ganzen Ordner da rein. Dann geht ihr hier in Einstellen, Systemeinstellungen, Update, drückt Aktualisieren und dann nochmals aktualisieren. Ich habe das bei mir schon gemacht, deshalb kommt jetzt hier nichts. Jetzt seht ihr auch schön,
wie die Kanten sauber dargestellt werden. Absolut genial. Hier habe ich um Mitternacht noch mein Haus gefilmt. Man sieht sogar die Balken, die verbaut sind. Heute hat zwar mit 30 Grad die Sonne an die Fassade gescheint. Im Winter sieht man natürlich den Unterschied noch viel krasser, wenn drinnen geheizt wird. Dann war ich mit meinem Sohn noch im Wald, auch um Mitternacht. Es war stockfinster. Wir wollten Tiere suchen. Ich habe da nur diesen Zombie gefunden. Aber als wir nach Hause kamen, saß noch die Katze und meine Frau draußen. Hier kann man schön die Fußabdrücke der Katze sehen. Man sieht es auch hier schön. Der heißeste Punkt ist das Arschloch der Katze, denn da ist nichts durch Fell isoliert. Kommen wir noch ganz schnell zu den Einstellungen. Wir haben hier verschiedene Messpunkte, die wir setzen können. Ziemlich viele können wir hier auswählen, habe ich noch nie so gesehen. Dann verschiedene Bildmodus haben wir hier. Dann haben wir die Farbpaletten. Je nachdem, was für euch am besten funktioniert, könnt ihr hier einschalten. Dann mal ganz wichtig, hier eine riesen Einstellungsmöglichkeit. Das Wichtigste ist sicher hier mal diese Messparameter, dass man die Entfernung einstellt, denn dann die Temperatur, die Umgebungstemperatur und hier ganz wichtig Emissionsgrad. Je nachdem, welches Material ihr messen wollt, könnt ihr hier alles auswählen. Extrem viel vorgespeicherte Emissionsgrade. Wenn ihr mal etwas nicht findet und ihr keine Ahnung wissen wollt, was eine Zebrahaut für eine Temperatur hat, dann fragt doch ChatGPT. Soll euch den Emissionswert geben, dann könnt ihr den auch manuell einstellen. Also ich bin absolut begeistert von dem Teil. Wie gesagt, ich habe die gratis bekommen, ich kriege aber kein Geld. Ich kann sagen, was ich will und ich bin echt begeistert von diesem Teil. Ich habe diesen Test eigentlich auch nur gemacht, weil mich die Kamera selbst interessiert hat. Denn ich bin ein Riesenfan von Wärmebildkameras. Und sonst sage ich jetzt mal, lohnt sich der Aufwand fast nicht für ein Video, für so etwas, wenn es mich nicht selbst interessieren würde. Denn das gibt schnell 3 Tage Arbeit, so ein Video. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, wenn man sie so hinstellt, dann fällt sie halt auf die Seite. Da werde ich mir noch irgendwie ein Gummi ranmachen, damit ich die so hinstellen kann. Das ist der einzige Negativpunkt, den ich gefunden habe. Aber eben, das stört vielleicht nur mich. Man kann es ja auch auf die Seite stellen. Wenn ihr Fragen habt, oder eben wichtig, wenn ihr Fluggeräte habt oder FLIR, schreibt doch das rein, wenn ihr das vergleichen könnt. Ich bin absolut zufrieden dafür, finde das Teil richtig geil. Eben wie gesagt 400 € ohne Linse, 600 € mit der Makrolinse. Wenn ihr so eine Kamera kaufen wollt, in der Videobeschreibung hat es einen Link, da kriegt ihr einen Rabatt. Und ich kriege auch noch ein paar Euro und werde somit auch noch ein bisschen unterstützt. Wenn euch solche Themen interessieren, auch alles rund um Steuerungen, Shelly und Solaranlagen, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Da hat es immer wieder interessante Themen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.